So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D und 3D Plattformer Game. In diesem Abschnitt möchte ich mal aus unseren Monstern einen Angreifer erstellen und das können wir jetzt ganz leicht, weil wir sind ja schon geübt in unseren Child Blueprints und wir schauen uns das Ganze einfach nochmal an. Wir gehen auf Content, Enemies, wir gehen auf Monster, Blueprints und wir haben ja aktuell unser Monster Master Child. Das haben wir erstellt, von dem leiten wir die anderen ja alle ab. Das heißt praktisch sozusagen unsere beiden, den Slime und den Mushroom. So, jetzt werden wir uns mal den Mushroom zum Beispiel nochmal anschauen. Da haben wir hier im Construction Script sozusagen die Damage Box jetzt mit integriert und bei einem Gegner, der zum Beispiel Stacheln hat, wie in dem Fall von unseren Monster-Beispielen, die wir da downgeloadet haben von Fab, da gibt es eine Turtle Shell, die hat Stacheln, da benötigen wir das Ganze hier nicht mehr. Das bedeutet, wir können jetzt frisch von unserem Monster Child sozusagen das Ganze nochmal referenzieren. Das heißt, wir gehen auf Blueprints Monster Master Child, gehen auf das BP, rechte Maustaste und Create Child Blueprint Class. Gut, das Ganze nenne ich jetzt einfach mal BP underscore und dann Monster und dann nennen wir es, wie heißt es, Turtle Shell, glaube ich heißt es, Turtle Shell und underscore Child. So, mein BP Monster Turtle Shell Child und das schieben wir jetzt wieder rüber einfach in unsere Blueprints mit Move hier. So, und dann haben wir das hier drin und dementsprechend müssen wir es natürlich dann auch noch bestücken. So, zuallererst werden wir uns mal wieder ein Animation Blueprint erstellen oder schauen wir uns erstmal an, was wir eigentlich vorhaben. Wir gehen auf Content, Monster for Survival Games, Animation, PBR und da gibt es diese Turtle Shell. So, man sieht auch, die hat hier Stacheln und dementsprechend werden wir da diese Geschichten und Animationen verwenden. So, dann gehe ich jetzt einfach mal wieder zurück auf mein Enemies, ich gehe auf mein Monster, auf mein Blueprints und jetzt erstellen wir uns ein Animation Blueprint, rechte Maustaste, Animation, Animation Blueprint und zwar von unserer Turtle Shell Skeleton. So, per Create können wir uns das erstellen und das nennen wir dann Animation ABP underscore und dann Turtle Shell. So, das ist unser ABP Turtle Shell und das können wir per Doppelklick gleich öffnen. So, bei mir war es mal wieder auf dem anderen Fenster. Ich tue es einfach mal rüber. Aber wir können uns das Ganze von den anderen beiden kopieren. Du kannst dir aussuchen von wem. Ich nehme jetzt einfach mal den Mushroom. Ich nehme die zwei Sachen da ins Visier. Steuerung C. Gehe rüber auf meine Turtle Shell und dann mache ich Steuerung V und dann habe ich das Ganze schon integriert. So, an dieser Stelle müssen wir wieder den Random Sequence Player umstellen. Das heißt, wir gehen hier drauf und hier drin sind aber aktuell einmal diese Mushroom Animationen Walk, Forward und Run und die müssen wir jetzt auf unsere Turtle umändern. So, da schauen wir jetzt gleich mal nach, was unsere Turtle so mitbringt. Dann gebe ich einfach mal Turtle ein, Turtle und dann benötige ich eine Walk, da ist sie auch schon, Turtle Shell Walk Anim. Und an der anderen Seite nehme ich die Run Forward, da gebe ich auch einen Turtle und da sollte es dann dementsprechend hoffentlich auch eine geben. Aber diese einzelnen Character Monster sind sehr ähnlich aufgebaut. So, dann suche ich jetzt hier einfach nach Walk, das bedeutet, nee, Walk habe ich ja schon, ich suche einfach nach Run und hier ist die Run Anim. So, die Einstellungen mit der Chance to Play 1:3 lasse ich so, wie gesagt, der freie Wahl der Waffen, das kannst du so entscheiden, wie du magst und dann gehen wir einfach auf Compile und dementsprechend sind wir hier auch schon fertig. Dann können wir praktisch diese ABPs schließen, das haben wir jetzt schön sauber durchkopiert und dann gehen wir rüber auf unseren Level. So, jetzt haben wir hier praktisch unsere BP Monster Turtle Shell Child Character Klasse erstellt und die machen wir jetzt per Doppelklick einfach mal auf. Ich muss sie leider wieder einhängen von der anderen Seite und dann werden wir das Mesh einfach mal zuordnen. Wir gehen hier drüben links auf Mesh unter Components und hier drüben haben wir unter Mesh Skeleton Mesh Asset und da geben wir ein Turtle. So, Turtle Shell, dann ist es auch schon drin und Use Animation Blueprint, unser ABP Turtle Shell.
So, man sieht auch schon, es hat hier zwei verschiedene Varianten, ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Das ist dieses Walk und Run und die kommen ja im Verhältnis 1:3 laut unserem Animation Blueprint. Gut, dann können wir hier schon mal auf Compile gehen und wir können es auch gleich bestücken, weil die Reihenfolge ist eigentlich egal, wie wir es machen. Das heißt, wir gehen gleich mal auf unser BPC, auf unseren Komponenten und dementsprechend werden wir hier schon mal die Specials mit hinzufügen. Ich gebe da schon mal 1, 2, 3, 4, 5 gebe ich schon mal vor, so viel werden es schon werden und dann drücke ich die Taste Steuerung und Space und dann gehen wir rüber auf unsere Turtle Shell und wie gehabt, wir benötigen ja wieder Animation Montages, das heißt wir nehmen Steuerung A, alle in Markierung und dann rechte Maustaste Create Anim Montage. So, jetzt haben wir hier unsere Anim Montage und jetzt suchen wir uns wieder die aus, die da praktisch hineinpassen könnten. Gut, was haben wir denn alles? Attack 2, Defend, hätten wir Defend Hit Die, können wir auch gebrauchen später. Der Dizzy ist auch wieder da. Dann beginne ich mit dem Dizzy, also der Pfeil nach links und werde uns den mal hier hineinlegen in MX0. Wieder Steuerung Space und dann schauen wir mal weiter. Es gibt eine Get Hit, Idle Battle brauche ich auch nicht. Idle Normal natürlich haben wir nicht, das nehmen wir auch wieder mit. Das sieht auch immer ganz nett aus. Und dann wieder Steuerung und Space. Und dann versuche ich hier mal ein bisschen runterzufahren. Run Ani haben wir sowieso benutzt. Die Sense natürlich auch in der Montage. Die kommt natürlich auch mit rein. Und dann dementsprechend gibt es hier noch eine Sense. Die werde ich ebenfalls mit integrieren. Und dann haben wir hier noch eine Taunt. Die kommt ebenfalls mit rein. Und wie die alle anderen hat es auch noch eine Victory. Das bedeutet, ich mache noch ein Element mit hinzu. Nehme noch die Victory raus. Und die anderen sind ja wieder Walk und Back und Left und Right. Wie gehabt bei den anderen Charakteren. Die benötigen wir an der Stelle nicht. So, dann haben wir unsere Animation Montage Specials integriert. Wir gehen auf Compile und dementsprechend können wir auch gleich einmal eine Desk-Geschichte integrieren. So, dann gehen wir hier mal auf Plus und dann wieder auf Steuerung Space. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Desk haben wir denn hier eigentlich. Wir haben hier an der Stelle wahrscheinlich nur eine, wie gehabt, eine Die. Da gibt es eine Defend Hit. Wir nehmen die Die, dann nehmen wir die Die Animation Montage und die werden wir hier an der Stelle gleich zuordnen. So, unsere Turtle soll aber in dem Fall auch attacken, das heißt wir können diesmal auch das Array AM Attack füllen und da mache ich gleich mal ein Array Element auf und dann wieder Steuerung und Space und hier sehe ich habe Attack 01 und Attack 02. Gut, dann werde ich beide einbauen, weil wir werden ja das per Random mäßig einspielen. Das haben wir ja so programmiert in unserer Master-Child-Geschichte und dementsprechend kann ich dann hier das Ganze wieder einklinken. Dann gehe ich nochmal auf Plus, das war jetzt die Attack 01 und dann hole ich mir noch die Attack 02 mit rein. An der Stelle kommt die dann sozusagen hier mit rein. So, dann haben wir die Attack 02 und die Attack 01 auch ebenfalls integriert und dann gehen wir mal auf Compile. So, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an, ob das überhaupt schon läuft. Das ist ja eigentlich das Lustige an der Geschichte. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier einfach mal her und lege mir einfach mal so eine BP-Monster-Geschichte rein mit der Ende-Taste nach unten und wie immer muss ich hier drüben im Y unter Transform die 500 nachkorrigieren. So, dann gehe ich hier einfach mal auf Play und dann schaue ich mal, was denn hier so alles so passiert. So, wir können jetzt hier mal springen und so weiter und unsere Turtle Shell läuft auch schon. So, ich schieße jetzt einfach mal ein paar weg, damit die mir nicht im Weg rumliegen und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich in die Röhre aus Versehen. Jetzt schaue ich da, ob meine Turtle Shell kommt und die weicht mir jetzt aus und aktuell passiert natürlich nichts, wenn ich drauf springe und sie greift mich natürlich auch noch nicht an. So, und das werden wir jetzt gleich ändern, damit sie uns auch mit dem Trace in der Visibility eben nicht erkennt, dass wir praktisch dass wir das abschalten, weil wir haben ja in unserem Third-Person-Player, ich wiederhole ab und zu ein bisschen zur Erinnerung, haben wir ja praktisch diese Capsule-Geschichte in der Collision, die haben wir ja sozusagen auf Custom gestellt und wir haben gesagt, Visibility ist Block. Und das soll auch so bleiben, damit die anderen
die anderen Charaktere oder Monster uns ja auch sehen. So, wie können wir jetzt sozusagen unserer Turtle Shell beibringen, dass sie uns nicht sieht oder zumindest nicht umdreht, wenn sie gegen uns läuft, damit sie uns auch attackieren kann. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal auf unser BP Monster Master Child. Also ich kann es nochmal von vorne durchspielen, weil ich habe es ja geöffnet. Enemies, Monster, Blueprints, Monster Master Child. Und da gehen wir da hinein und da haben wir ja die Geschichte Line Trace for Obstacles. So, hier wird alles getraced, also sphere traced, was im Weg steht. Und dann wird sozusagen ein True zurückgegeben, was den Charakter dazu bewegt, sich umzudrehen. Gut, und hier gibt es eine Variable, die heißt Actors to Ignore und die werden wir jetzt einfach mal zu einer Variable promoten. So, die heißt dann auch genauso, wie sie hier heißt und dann gehen wir einfach auf Compile. Und wenn wir uns die mal genauer anschauen, dann ist die aktuell leer. Das ist ein Empty Array und so soll es auch bleiben, damit die anderen uns erkennen und auch umdrehen können. So, und jetzt, wenn wir dann wieder wechseln auf unsere Turtle Shell, gehen in den Event Graph, dann können wir hier das verankern, dass wir diese Variable setzen, explizit für unsere Turtle Shell. So, das müssen wir nicht im Construction Script machen, weil eben diese Geschichte hier mit dem Line Trace for Obstacle eben erst im Event Tick passiert und nicht zu Begin Play. Deswegen können wir ganz beruhigt die Geschichte bei Begin Play einfach implementieren. So, und dann gehen wir hier raus und dann sagen wir hier einfach Set Actors to Ignore. Das haben wir natürlich jetzt vererbt von unserer Master Child Klasse. Und diese Actors to Ignore fordert jetzt ein Array und dementsprechend ziehen wir hier raus und sagen einfach mal Make Array und da könnten wir jetzt diverse Actors und Characters implementieren, die sozusagen ignoriert werden sollen bei diesem Sphere Trace, aber in unserem Fall soll es ja nur lediglich der Player sein und das bekommen wir über Get Player Character. So, dann haben wir Get Player Character und das verknüpfen wir hiermit und damit wäre die Geschichte schon erledigt. So, wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen und dann dementsprechend springe ich mal über alles drüber, dann werden wir sehen, dass unsere Turtle Shell keine Ignoranz mehr zeigt und auch nicht mehr umdreht an dieser Stelle. So, jetzt schauen wir mal, ob unsere Specials auch funktionieren. Das habe ich auch noch nicht ganz überprüft. Doch, da kommt schon mal eins. Und dementsprechend würde ich sagen, würde diese Random-Geschichte dann auch klappen. So, ich schieße mal alles andere weg und beobachte mal meine Turtle Shell. So, prima. Also sie geht jetzt schon mal an mich ran und dementsprechend ist das schon mal soweit erledigt. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Jetzt gehe ich mal auf den Viewport, weil wir müssen uns das Ganze mal genauer anschauen. Wir haben jetzt hier unsere Capsule-Komponenten, der ist in Ordnung. Dann haben wir unsere Killsphere. Die haben wir zuvor benutzt, um die anderen zu killen, wenn wir unseren Pilz praktisch in die Richtung kicken. So, das ist die Killsphere, die werden wir aber jetzt beibehalten, weil die soll jetzt sozusagen unserem Player einen Schaden zufügen. Das bedeutet, wir werden diese Killsphere einfach mal ein bisschen größer ziehen. So, ich gehe jetzt da mal ein bisschen raus. Ich mache es jetzt einfach mal so groß an dieser Stelle. Und das ist jetzt praktisch mal Abwägungssache. Das müssen wir jetzt einfach mal testen, ab wann denn das so richtig funktioniert. Gut, es gäbe noch eine Line Sickness, aber das benötigen wir natürlich nicht, weil wir machen das ja nicht sichtbar im Game. Gut, an dieser Stelle erstmal ein Compile und jetzt wirst du dich sicher wundern, wir haben ja diese Damage Box, die ist jetzt hier unten und die benötigen wir an der Stelle eigentlich gar nicht und die hat ja ein On-Overlap, der ist ja verankert in unserer Master Child, da haben wir ja sozusagen hier diese Damage Box, wo wir eben von oben drauf springen können und so weiter und so fort, die Die-Montage machen und das funktioniert natürlich jetzt bei unserer Turtle Shell mit den Stacheln so in dem Sinne nicht. So, wir könnten jetzt natürlich an der Stelle nochmal eine Variable einführen, wo wir dann abfragen, darf der Enemy da einen Kopfsprung auslösen, ja oder nein. Das ist jetzt eine unterschiedliche Problematik, weil man kann on Component Begin Overlap nicht overriden. Also bei Parent- und Child-Klassen ist es so, dass man da eben einen Override machen kann. Man sieht es ja hier zum Beispiel an der Turtle Shell. Wir haben diese
Actor Begin Overlap ist Parent und die Event Tick ist auch Parent. Das bedeutet, an der Stelle hätten wir immer die Chance zu sagen Add Call to Parent Function. So, wenn ich jetzt mit normalen Funktionen arbeiten würde, mit Custom Events, dann könnte ich hier den Custom Event ebenfalls integrieren vom Parent, könnte mir aber auch mit demselben Namen einen neuen anlegen und würde den alten überschreiben. Das funktioniert bei der Geschichte eben von diesem On-Component Begin Overlap Damage Box nicht, also generell nicht bei den On-Component Begin Overlap Geschichten. So, jetzt haben wir die Problematik, wie können wir das lösen? Ich möchte jetzt auf diese zusätzliche Variable irgendwie verzichten und da habe ich mir jetzt irgendwas ausgedacht. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf meine Monster-Geschichte und sage einfach mal, jetzt schauen wir uns den Viewport an. Hier ist ja jetzt meine Damage Box. Wir könnten die ja natürlich jetzt auch sagen, die hat die Größe 0, 0, 0, dann wird das nie passieren. Ja, wir können sie so klein machen wie möglich, das sollten wir vielleicht auch, aber im Endeffekt wird die ja sowieso nicht erreicht und ich würde sagen, damit es das überhaupt gar nicht mehr gibt oder damit das gar nicht mehr funktioniert, werden wir diesen Komponenten einfach mal in Construction Script einfach mal killen, in der Hoffnung, dass wir keinen Systemabsturz haben. Das heißt, wir ziehen uns jetzt hier einfach mal die Geschichte hier raus, die Damage Box ziehen wir raus und sagen einfach mal Destroy Component und dann dementsprechend sollte dann diese Box auch zerstört sein. Damit sollte auch der Event nicht mehr ausgelöst werden können. Ich hoffe, dass wir da keine Komplikationen bekommen. Wenn wir jetzt hier nochmal auf den Viewport gehen würden und wir machen die Damage Box jetzt wieder größer, sagen wir mal wieder auf die 32, dann sehen wir, dass da nichts mehr da ist, weil wir haben sie ja destroyed. So, Steuerung Z, ich gehe wieder zurück auf meine Nullwerte und dementsprechend gehe ich mal auf Compile und Save. So, jetzt haben wir auch keine Damage Box, die irgendwie unsinnig umeinander liegt, die ist ja weg. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann ist das ja auch irgendwie nicht mehr so wichtig. Und jetzt habe ich hier dabei natürlich noch eine andere Geschichte. Ich habe hier meine Killsphere, die ja ansonsten hier benutzt wird, also zum Beispiel im Mushroom, um eben dann, wenn ich ihn kicke, um die anderen Player zu destroyen, was man ja wiederum hier drin sieht, und Component Begin Overlap, hier gibt es ja diese Killsphere und die killt ja dann jeden Actor, der im Weg ist, solange es noch am Leben ist. So, und da habe ich natürlich das Problem, wenn ich diesen Component, ich möchte jetzt keine neue Sphere Collision einführen, das bedeutet, ich nehme die gleiche her und dann würde jetzt Unreal sozusagen diese Routine komplett abspielen vom Parent, aber wir bleiben ja sowieso hier hängen bei Can Kick is False, weil wir ja hier oben mit der Damage Box ja nichts auslösen und das ist ja der einzige Event, der sozusagen unser Can Kick auf True setzt. So, dann spielen wir praktisch das hier ab bis hierhin und dann geht es bei uns mit False drüben weiter und zwar bei uns in der Turtle Shell. So, dann gehen wir rüber auf den Eventgraphen und jetzt verwenden wir eben unsere Killsphere nicht mehr um Gegner zu töten, sondern um unserem Player einen Schaden zuzufügen. Und dazu gehe ich auf die Killsphere und dann Add Event und sage on Component Begin Overlap. Also nochmal kurz die Wiederholung, wir werden bis hier spielen und dann geht es hier bei False weiter, weil das auf jeden Fall aufgerufen wird, weil wir keinen Override vornehmen können, aber wir sparen uns zumindest eine neue Sphere Collision. So, dann haben wir jetzt hier praktisch diese Killsphere und als allererstes fragen wir natürlich wieder ab, ob es unser Player ist. Bei diesmal wollen wir unserem Player schaden, das heißt has_tag, Actor has_tag und unser Tag vom Player heißt Player, den haben wir ja schon längst mal eingetragen und das Ganze können wir ja prüfen über eine Branch, über eine if-Anweisung. Da machen wir jetzt einfach noch einen Branch mit rein und dann dementsprechend verknüpfen wir das Ganze hier schon mal an der Stelle. So, jetzt haben wir hier schon mal abgefragt, ob der Overlapping Actor unser Player ist und jetzt möchte ich natürlich, dass meine Turtle auch angreift, das heißt, ich möchte auch nicht mehr, dass sie rumläuft oder sonstige Animationen ausführt und dazu werde ich erstmal wieder den Tick stoppen und das mache ich wieder mit set stop tick
Das kommt ja aus unserem Parent und dann kann ich das Ganze bejahen mit einem Häkchen, also Boolean auf True. So, jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt von der anderen Seite an die Turtle rangehe, wir haben ja jetzt hier praktisch den Viewport, haben wir ja diese Killsphere ein bisschen erhöht, das werden wir vielleicht noch nachträglich einstellen, aber es könnte ja sein, dass wir von hinten daran knallen und dann sollte sich die Turtle auch zu uns hindrehen, damit sie uns auch angreift, weil sonst wirkt das ja ein bisschen unsinnig und das werden wir jetzt auch gleich mal schnell noch reinprogrammieren. Und das geht so, wir müssen praktisch die Actor Rotation setzen von unserer Turtle selber, das heißt praktisch wir ziehen hier raus, sagen dann einfach Set Actor Rotation und dementsprechend haben wir hier die Actor Rotation. Und wie bekommen wir die neue Rotation? Das heißt, wir suchen uns die aktuelle Rotation von unserer Turtle raus. Das ist dann Get Actor Location erst einmal. Wir holen uns die Location, so rum die Position einfach mal, weil es gibt eine schöne Funktion, die heißt Find Look at Rotation. Also suchen wir die Position unserer Turtle und dann suchen wir uns noch die Position von unserem Player Character. So, das bedeutet, das kopieren wir uns durch, Steuerung D, dann haben wir das nochmal und hier kommt hin Get Player Character. So, Get Player Character und das ist die Position von unserem Player. Und jetzt können wir hier ganz simpel sagen, Find Look at Rotation, wir ziehen hier raus, Find Look at Rotation und hier kommt dann unser Player rein. So, also unsere Turtle soll das rausfinden, wie sie denn zu unserem Player hinschauen kann. Wir bewegen uns ja sowieso nur auf der X-Achse und diese Return Value ist nämlich schon ein Rotator und das ist natürlich simpel und das können wir hier ganz einfach verknüpfen. So, in dem Moment würde sich jetzt unsere Turtle umdrehen, wenn wir jetzt praktisch von hinten kommen und ansonsten könnten wir einfach mal auslösen, zum Beispiel einen Hit, da sagen wir einfach mal Print String und schreiben einfach mal rein Hit, so, dass wir da mal einen kleinen Test fahren, ob das Ganze auch wirklich fruchtet, was ich da mache. So, dann werde ich jetzt einfach wieder starten und dementsprechend gehe ich mal nach hinten zu meiner sogenannten Turtle und wenn ich jetzt hingehe, die dreht sich auch um, das sieht man auch und es steht auch, wenn ich diese Collision da, diese Sphere Collision, steht Hit drauf, man sieht es oben rechts, oben links, Entschuldigung, und dementsprechend kann man auch so drauf springen und wird natürlich auch jedes Mal gehittet, was ja schon mal sehr, sehr wichtig ist für eine Attacke. So, dann wechseln wir wieder zurück auf unsere BP Monster Turtle Shell Child Geschichte. Und jetzt trennen wir uns zuerst mal wieder von unserem Print String und jetzt werden wir mal eine Attack-Animation erst einmal integrieren. Das heißt, wir ziehen hier raus, wir geben ein Play Montage und dementsprechend, wir haben ja hier drüben schon die Montagen angelegt, glaube ich, in unserem BPC Monster Animation Montage und dementsprechend schaue ich mal nach. Wir haben zwei verschiedene Attacks, das ist ja bei uns unabhängig, wie viele drin sind. Wir holen uns ja randommäßig aus dem Pool einfach eine heraus und das Ganze geht wie üblich, indem wir uns die Komponente hineinziehen und dann benötigen wir das Array und in dem Fall unser AM Attack müsste es sein, AM Attack, genau, Get AM Attack und da haben wir dann praktisch dieses Array schon mal hier und aus diesem wollen wir natürlich wieder was getten, Get a Copy und da haben wir natürlich wieder die Sache, dass wir da eine Random Geschichte rausholen müssen, aber zuerst müssen wir natürlich feststellen, wie viele Attack Animationen sind denn da eigentlich in diesem Array drin und das geht wie üblich über die Lengths. Da kommt die Lengths wieder mit rein und dann wissen wir, aha, da sind 2 Stück drin, aber wie üblich, ein Array geht bei 0 los, 0 und 1, das heißt die Länge wäre 2, also ziehen wir davon mal wieder 1 ab, also mit Minus oder Subtract, je nachdem wie du es eingeben magst und hier einfach mal eine 1 abziehen. So, ich werde das Ganze jetzt einfach ein bisschen weiter nach drüben schieben, damit ich da ein bisschen mehr Platz dabei habe und dann dementsprechend sogar noch weiter, weil wir müssen ja noch diese Random-Sache noch mit integrieren. Wir wollen ja jetzt aus diesen beiden sozusagen zufällig eine auswählen und das kriegen wir über Random Integer in Range
Random Integer in Range. So, da ist er auch schon und wir verbinden hier diese längs -1 unten mit Max. Beginnen tut es bei 0, wie das Array eben so strukturiert ist. So, dann kann ich das ein bisschen rüberschieben, dann muss ich nicht alles so weit nach links donnern und dann dementsprechend das, was hier rauskommt, ist dann der zufällige Wert, den wir hier getten wollen und das wird die Montage sein, die wir abspielen. So, dann müssen wir noch das in-Skeleton Mesh Komponent Pin verbinden und da holen wir uns einfach das Mesh hier raus und dementsprechend kommt das dann hier rein. So, dann haben wir an dieser Stelle sozusagen jetzt auch schon eine Angriffsanimation implementiert. Und das schauen wir uns auch gleich mal an. Ich gehe hier oben mal auf Play und dann dementsprechend kämpfe ich mich mal durch und man sieht jetzt auch, dass sozusagen diese Geschichte hier auch attackt und dementsprechend nur einmal, weil es geht ja immer um den Overlap. Das ist natürlich jetzt Geschmackssache, wie wir es machen. Ich werde es jetzt einfach mal so machen, dass ich eine einmalige Attacke kriege und dann werde ich den Fokus auf den Player verlieren und dann dementsprechend kann ich die Attacke dann auch wiederholen. So, dann gehe ich wieder zurück auf meine Monster Turtle Shell Blueprint Child Geschichte und dann werde ich erstmal den Tick wieder einschalten und diesmal werde ich versuchen, nicht den Fehler zu machen, dass ich hier oben rausziehe, weil dann ist die Animation ja wieder nicht completed. Wir haben hier den schönen Event on completed und hier geht es raus und dann werden wir den Tick wieder in unserem Pairen starten mit unserer Geschichte Set Stop Tick und diesmal wird es auf False bleiben. Hier vorne haben wir es auf True gesetzt, jetzt geben wir es wieder frei und an dieser Stelle möchte ich, dass er meinen Player wieder recognized in der Obstacle Sphere Trace Geschichte, so dass er halt einmal attackiert und dann sich wieder umdreht und so weiter, dass ich hier keine Dauerattacke habe, aber das ist wie gesagt Geschmackssache, wir machen es jetzt erstmal so und dann schauen wir mal, ob es uns so gefällt. So, dann gehe ich jetzt hier wieder raus und sage einfach Set Actors to Ignore, das habe ich mich verschrieben, Set Actors to Ignore, das können wir uns auch aus der Parent holen und hier erwartet das Ganze wieder ein Array, das heißt wir machen Make Array und diesmal bleibt das Array einfach leer, sodass wir das Ganze sozusagen auf Null setzen. So, damit ist unser Player wieder in dem Sphere Trace mit integriert und jetzt lasse ich mir eine Sekunde ungefähr vergehen. Ich mache ein Delay mit rein von einer Sekunde und dann werde ich diesen Player wieder ignorieren, sodass eine weitere Attacke wieder möglich wäre. Das heißt, ich kann mir diese zwei Sachen kopieren, Steuerung D, dann habe ich sie schon mal durchkopiert und hier hinten kann ich das Ganze dann verknüpfen. So, jetzt muss ich meinen Player wieder hinzufügen, das mache ich kann gleich hier rausziehen und dann sage ich get und dann haben wir wieder Player Character. So, get Player Character und ab jetzt ist unser Player Character wieder ignored in diesem Sphere Trace for Obstacles. So, an dieser Stelle haben wir dann diese Geschichte dann soweit erledigt und dann können wir wiederum was ausprobieren. Wir können hier hinten mal wieder trotzdem einen Hit hinsetzen. Wir machen mal einen Print Hello, dass wir wissen, dass wir hinten auch sauber ankommen. Gut, dann machen wir wieder einen Test mit Play und dementsprechend kämpfe ich mich mal wieder durch alles und dementsprechend habe ich natürlich jetzt auch meine Turtle weggeschossen, was ich natürlich nicht machen wollte, aber dafür sind die Pilze ja da und sie attackiert mich jetzt und jetzt haut sie wieder ab und oben steht natürlich dann auch Hello dort und jetzt warte ich mal ab, bis sie zurückkommt und dann attackiert sie mich und dann steht hier oben Hello. So, das kommt natürlich ein bisschen spät jetzt, aber das haben wir ja ganz hinten nach dem 1 Sekunden Delay ja auch erst aktiviert. Aber man sieht, wenn ich mich jetzt bewege und aus dieser Sphäre rauskomme, dann kriege ich auf jeden Fall immer noch einen Hit mit ab. So, das ist schon mal die Geschichte hier und dann könnten wir praktisch noch dem Player schon mal mitteilen, dass er jetzt irgendwo geschädigt sein wird und das machen wir an der Stelle einfach, indem wir hier einfach sagen Apply Damage. Da können wir hier rausziehen und sagen Apply Damage. Ob das jetzt die richtige Position ist, das weiß ich noch nicht, das überlege ich mir dann noch. Hier mache ich Apply Damage und wem möchte ich applyen, das ist der Damage Actor und wir haben in unserem Enemy Supermaster haben wir auch eine Referenz auf unseren Player und die können wir uns holen über Get Player Ref
hat das geheißen, glaube ich. Genau, Get Player Ref, da ist unser kompletter Player drin. Und dann haben wir hier Get Player Ref und zwar als Damage Actor. Und wir geben ihm eine Base Damage von 10 zum Beispiel mal mit, damit er einfach mal von seiner Health, das wir alles noch nicht programmiert haben, schon mal verliert. So, dann haben wir jetzt hier schon mal eine Damage applied und das werden wir auch noch kurz mal so provisorisch schon mal implementieren. Das ist aber auch was für ein späteres Kapitel und das bedeutet, wir wechseln rüber zu unserem Third Person und dann ins Blueprint Third Person und dann suchen wir uns ein schönes freies Plätzchen weiter unten und das Ganze nennt sich dann Event Any Damage, Event Any Damage, das ist das, dann wird das sofort übergeben, das ist so eine Art Interface technisch, Event Any Damage und dann können wir hier einfach sagen Print und dann kriegen wir hier zum Beispiel übergeben, wie viel Damage wir denn abbekommen. So, dann verknüpfen wir das einfach mal, das wird natürlich später noch ausgearbeitet und wenn wir jetzt dann sozusagen mit unserer Turtle kollidieren, dann wird praktisch unser Player selber das Ganze, naja, Entschuldigung, das war mal wieder falsch von mir, also nochmal von vorne, aber ich bin jetzt zu faul, dass ich die alle lösche und jetzt, wenn wir hier attackiert werden, da steht hier oben links 10, das heißt, wir haben eine Damage von 10 abbekommen und dementsprechend, wenn ich drauf springe, dann bekomme ich natürlich auch wieder eine 10 abgezogen. Also bei jedem Kontakt über eine Attacke gibt es eine Abzug in der Health dann. Natürlich müssen wir das noch über UI und Healthbar realisieren. So, das wäre jetzt soweit erledigt. Das heißt, auch wenn ich drüber springe, von hinten kommt, dann dreht er sich um. Er verursacht mir sofort einen Schaden. Und wenn ich diese Geschichten dann sozusagen aus dem Weg räumen möchte, dafür habe ich ja dann meine Mushrooms gebastelt und damit könnte ich dann meine anderen Gegner dadurch vernichten. So, dann fasse ich einfach nochmal kurz zusammen. Wir haben eine Turtle Shell Child erstellt. Die haben wir abgeleitet von unserer Master Child Monster Geschichte und dementsprechend haben wir lediglich mal den Player ausgeklammert bei dem Sphere Trace und haben diesen OnComponentBegin-Overlap leider nicht overriden können, aber wir haben ja sozusagen hier drin das Ganze auf False, weil wir ja diese Damage Box sowieso zu Beginn einfach als Komponent Destroy eingebaut haben. Das haben wir im Construction Script erledigt und dementsprechend läuft dann das durch und wir benutzen die Killsphere jetzt nicht für Gegner, sondern eben für Actor Text Player und dementsprechend spielen wir eine der zwei Attack-Animationen ab, hier hinten, die wir zufällig auswählen und dann werden wir unseren Player wieder recognizen, wir warten eine Sekunde und dann wird er wieder ausgeklammert und dann haben wir schon mal provisorisch einfach ein Apply Damage integriert, was dann später noch auszuarbeiten ist, aber es wird immerhin schon mal an unseren Third-Person-Character übergeben. So, das war's jetzt mit diesem Kapitel. Ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht und dementsprechend würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo sehr freuen und dann wünsche ich dir noch viel Vergnügen damit und bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.